Das ist der Ford Focus ST-Line, der fünftürige, ja mit dem 1,0 Liter EcoBoost mit 125 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe in der Farbe Blau. Wir sind bei Sorg in Fulda. Grüß dich, Philipp. Grüß dich, schön, dass ihr da seid. Ja, tolles Auto. Es wird im Saarland gebaut. Der Ford Focus sogar weltweit exportiert. Es gibt Sportversionen. Wie ist so das Standing? Ich meine, ich komme ja jetzt aus dem Saarland. Ja, man kennt ja dieses Auto im Saarland ohne Ende, weil ganz viele Mitarbeiter das gebaut haben. Aber wie ist das so jetzt hier in Fulda? Wie kommt er an? Der Focus kommt bei uns genauso gut an wie wahrscheinlich fast überall auf der Welt. Er war vor wenigen Jahren das meistverkaufte Auto weltweit. Wir haben ein Fahrzeug, was wirklich viele Kunden zufriedenstellt, was auch sich zufriedenstellend verkauft. Absoluter Bestseller. Ja, was ziemlich toll ist, man sieht ihn sogar in Amerika, in dem Land der großen Autos, läuft der Focus so oder so ähnlich, in der Größe sogar. Und der ist unglaublich anerkannt. Das heißt, man kann hier mit Fug und Recht von der Golfklasse sprechen, oder? Letztendlich ist es unser Konkurrent zum Golf in dieser Größe. Meiner Meinung nach natürlich sportlicher, schicker und allen voran auch optisch wesentlich ansprechender. Ja, ist ja klar. Ich meine, ja, Volkswagen baut ja auch tolle Autos. Aber ich sag mal so, die DNA eines Ford-Kunden und eines Neu-Ford-Kunden, ihr habt ja immer mehr Kunden, die jetzt auf Ford umsteigen. Natürlich, ihr verliert auch schon mal den einen oder anderen, aber ein Ford-Kunde ist schon sehr treu. Das stimmt. Wer unsere Fahrzeuge einmal über einen längeren Zeitraum gefahren ist, der merkt, dass einfach auch dieses Fahren selbst im Vordergrund steht. Wir haben unheimlich tolle Fahrwerke, wir liegen toll auf der Straße und fahren uns da sehr, sehr angenehm. Ja, das wird ja Volkswagen auch nachgesagt. Das ist nicht so wie ein Brett auf der Straße, sondern dass man sich selbst bei großen oder hohen Geschwindigkeiten, sage ich jetzt mal 140 auf der Autobahn, man fühlt sich so, als würde man 80, 90 fahren mit anderen Autos. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, vor allem ist bei 140 nicht Schluss. Ich fahre gerne mal die 170, 180 und ich fühle mich eigentlich so, als würde ich gemütlich mit 150 über die Autobahn fahren. Ja, EcoBoost Hybrid, da sieht man schon. Ist das ein Mild? Das ist ein Mild-Hybrid. Wir haben hier das Erfolgsrezept 1 Liter EcoBoost, wie er schon seit Jahren erfolgreich gebaut und verkauft wird, gekoppelt mit einer Mild-Hybrid-Batterie, einem Akku, der den Motor nochmals effizienter arbeiten lässt. Ja, der ist schön voll. Ich zeige es mal gerade hier hinten. Wir haben eine Doppel-Auspuffanlage hier mit drin, die auch sportlich aussieht. Ja, die Zielgruppe für das Auto, ist das jetzt der Familienpapa, der das letzte Kind aus dem Auto bekommen hat, aus dem Haus und sagt, jetzt will ich mal ein tolles Auto? Oder darf das schon mal ein 23-Jähriger fahren? Die Zielgruppe ist tatsächlich super, super bunt gemischt. Man mag jetzt eigentlich denken, dass ich selbst so diese Zielgruppe darstelle mit 26, aber wir haben auch wirklich Kunden gehobeneren Alters. Da rede ich jetzt wirklich von 60 plus, von fast an die 70, die bei ihrem neuen Focus eben keine Titanium gewählt haben, sondern gerne einfach mal die ST-Line wollten. ST-Line, für was steht das? Für die sportliche Optik. Das sportliche Feeling, letztendlich vom Fahren, von der Ausstattung, aber vergleichbar mit unserer schon immer hochwertigen Titanium-Linie, einfach um verschiedene Geschmäcker zu bedienen, je nachdem, was einem besser gefällt. Der Wiederverkaufswert von ST-Line-Fahrzeugen ist hoch. Diese Ausstattungsvariante ist im Gebrauchtwarenmarkt sehr gefragt. Ich weiß, man soll ja nicht sprechen über den Wiederverkauf, wenn man ihn gerade neu gekauft hat. Davon sollte man es nicht abhängig machen. Aber das ist doch schön zu wissen, dass diese Fahrzeuge gerade als ST-Line sehr gefragt sind. Ja, auch wenn du jetzt sagst, man sollte beim Neukauf eigentlich andere Sachen im Vordergrund stehen haben. Das Wiederverkaufsthema ist immer wieder präsent, ist immer wieder gern thematisiert. Und ja, es stimmt, eine ST-Line hält ihren Wert nochmals stärker, als der Focus es sowieso dann tut. Ja, die Lichtanlage sehr, sehr toll. Von vorne, wenn man so schaut, es sieht schon fast gar nicht mehr aus wie ein Focus. Stimmt, wir haben 3 verschiedene Scheinwerfer beim Focus. Das ist quasi jetzt die goldene Mitte, ein Voll-LED-Scheinwerfer, auch die Nebelscheinwerfer-LED. In der Form ist er aber noch nicht der adaptive Scheinwerfer. Den haben wir eins weiter links zum Beispiel. Der kann sich dynamisch an die Fahrsituation anpassen, hat ein kamerabasiertes Kurvenlicht und quasi nochmals bessere Möglichkeiten. Rein optisch allerdings, gerade zum ST-Line, gefällt mir hier die Variante nochmals besser, noch zackiger und sportlicher. So, hier haben wir was ganz Besonderes. Hier haben wir ein Vignale stehen als Turnier, als Kombi. Das ist nochmal eine Ausstattungslinie. Da kann ich also ganz viele individuelle Dinge wählen, also so fast wie bei Bentley. Bentley vielleicht nicht ganz, aber es stimmt, wir haben beim Vignale eine Linie, die eigentlich schon ein wenig fast Premium-orientiert ist. Wir haben eine tolle Volllederausstattung im Innenraum, wir haben richtig tolle Serienumfänge, was die Ausstattung angeht. Und gerade hier als Kombi habe ich eben auch nochmal einen Kofferraum, der kaum schlagbar ist.
Der hat natürlich auch einen gewissen Preis, aber wenn ich jetzt sage, ich fahre die nächsten 5, 6, 7 auch als Firmenwagen sehr beliebt, da kann man natürlich einiges wettmachen. Ja, das Thema 0,5% Versteuerung, das ist jetzt ein Mild-Hybrid hier auf der rechten Seite. Das gilt für den noch nicht, oder? Die Steuervorteile oder auch die staatlichen Zuschüsse, die momentan in aller Munde sind, die bekomme ich beim Mild-Hybriden nicht. Die sind aber auch nicht nötig, denn die Mild-Hybrid-Technologie hat in aller Regel einen Aufpreis von nicht mal zwingend so spürbaren 400 €. Für jedermann aber ist es eine Effizienzsteigerung um ca. 20% beim Spritverbrauch. Ich zeige das mal gerade. Hinter dir stehen die Daten. Da steht er, also wie er hier kostet, 26.450 €. Listenneupreis bei 30.999 €. Am besten, wenn ich Interesse habe, am besten hier anrufen. Ist ja von vielen Parametern abhängig. Was kriege ich fürs Altfahrzeug zum Beispiel? Genau, also es ist immer abhängig, was bin ich für ein Kunde, bin ich Privatkunde, Gewerbekunde, was bringe ich denn sonst an Faktoren noch mit, sei es eine Entzahlungnahme, die gehört natürlich auch noch bewertet und lässt sich einfach abziehen. Da habt ihr nämlich viele Möglichkeiten. Es gibt auch immer wieder Sonderprogramme von Ford, muss man sagen, die aktuell am besten erfragen. Das hier ist ja nur ein Beispielauto. Ihr verkauft so viele Focus im Moment, dass der Kunde ruhig mal zu euch kommen soll. Der sagt jetzt, ich hätte jetzt gerne ein ST-Line, es geht aber noch größer als ST-Line, ne? Es geht tatsächlich noch größer, was jetzt die Leistung angeht, die Power. Wir haben einen waschechten Ford Focus ST. Der hat in der Form dann einen 2,3 Liter Vierzylindermotor und 280 PS. Der geht. Der geht richtig, der macht richtig Spaß. Ja, das ist wie man will. Der hat natürlich einen etwas höheren Preis. Ich nehme an, da steht eine 4 davor, wenn man will. Da steht eine 4 maximal bei der Listenbepreisung davor. Wenn ich noch einen geringen Rabatt letztendlich abziehen möchte und kann, dann habe ich meistens den Focus ST im mittleren 30.000 € Bereich. So, die Farbe ist schön gewählt, blau. Wir machen mal hinten den Kofferraum auf. Er hat hinten sogar so eine Art Privacy-Funktion. Ich kann nicht reingucken. Das heißt, auch die Kinder im Sommer, die kriegen nicht die volle Sonne ab. Richtig, die getönten Seitenscheiben wählen unsere Kunden in über 90% der Fälle optisch stark, sportlich und aber auch toll für die Wärmeentwicklung innen drin. Ja, was mir immer wieder auffällt, ist diese sportlichen Autos, genau, wenn du mal kurz aufmachst, die wählt ihr immer in einer speziellen Farbe, wie zum Beispiel hier dieses Blau Metallic. Das Dynamic Blau Metallic in dem Fall ist die Farbe gewesen, mit denen Ford den Focus beworben hat damals. So war er überall auf den Plakaten als ST-Line in dem Blau und so ist er tatsächlich dann auch gerne gewählt worden und fährt hier mehrfach in Fulda in so einer sportlichen Version rum. Sehr schön, ja, riesen Kofferraum. Das, also in der, ich sag mal, Ausstattungslinie und Klasse ist der Kofferraum groß. Richtig, also ich kriege, obwohl ich jetzt das knackige Heck habe, das kurze und sportliche, kriege ich wirklich viel unter für meinen Alltag, für meinen Einkauf. Ist das Umklappen schwierig? Nö, ich habe einen Knopf links, rechts jeweils. Mach mal bitte. Sitzen. Genau, warte, ich komme mal kurz auf die andere Seite. Einmal drücken. Da ist er, nach vorne. Das Kleiner war's. Schubser und das war's. Auf der Gegenseite natürlich genau dasselbe. So, die lassen wir mal so, wie sie ist, denn du bist 1,80 Meter. Was ist hier unten drunter? Hier unten drunter habe ich, je nachdem wie ich es ausgestattet habe, Reifenreparaturset für den Pannenfall oder ein optionales Reserverad mit drin. Das sieht aus wie ein Subwoofer oder was ist hier drin? Nee. Das ist eine Box. Wir müssen noch mal spicken. Das ist in dem Fall eine Ablage, damit ich einfach den Stauraum ordentlich gefüllt habe und mein Kofferraumboden perfekt liegt. Okay, verstanden, dass er sich nicht durchdrückt bei schweren Sachen, die ich ja einladen kann. Ja, prima. Genau, wenn du mal kurz hinten einsteigst. Familienauto, ja, das ist ja so eine Sache. Wenn ich jetzt ein kleines Kind habe mit 1,80 Meter Höhe wie dem Philipp, das ist ja schon extrem. Aber auch der passt rein, oder? Auch ich passe rein. Ich bevorzuge natürlich die erste Reihe, aber wenn ich hier hinten sehe, die Fahrer vorne haben ihre Sitze super komfortabel eingestellt. Ich habe trotzdem Platz für alles, fühle mich nirgends eingeengt. Mag vielleicht so wirken, ich habe einen tollen schwarzen Dachhimmel beim ST-Line für das sportliche Gefühl. An Platz selber aber mangelt es kein bisschen. Genau, da ist also noch eine gute Handbreit Platz drüber bei 1,80 Meter. Du hast elektrische Fensterheber hinten drin. Gut, du hast schon gesagt, du sitzt lieber gerne vorne. Das machen wir jetzt mal. Steig mal bitte vorne ein, dass wir das mal sehen. Auch die Felgen sind toll. Größe, was sind das? Das sind 18 Zoll, speziell für die ST-Line. Nur der bekommt die in diesem richtig tollen Zweifarbdesign. Kriege ich denn auch Winterreifen dafür, für die Felge? Selbstverständlich. Weil oft ist es so, dass sportliche Felgen dann keine Winterreifen haben. Das heißt, ich muss mir andere Felgen kaufen. Das ist ja gerade hier in Fulda ab und zu. Es schneit schon mal hier?
In der Stadt selber geht's, aber wir sind sehr nah an Rhön, an Vogelsberg, wundervolle Gegend. Dort aber ist es dann natürlich mit dem Winter ein bisschen anders wie hier in Fulda in der Stadt. Ja, steig mal ein auf der Seite. Ich filme mal gerade durch die Tür durch, dass wir ihn hier sehen. Denn auch hier haben wir wieder ST-Line, wir haben Sportsitze, wir haben diesmal eine elektrische Parkbremse. Richtig, die Handbremse ist elektrisch ausgeführt. Die Bewegungen sind aber, wie man es kennt, runter zum Lösen, hoch zum Anziehen. Ja, Automatik sehe ich selten hier bei euch im Showroom. Woran liegt das bei Ford? Das ist meiner Meinung nach gerade ein Zufall. Wir merken mehr und mehr, dass die Automatik erfolgreich geht. Wir haben auch eine tolle 8-Stufen-Automatik verfügbar. Das muss jetzt ein Zufall gewesen sein bei den Fahrzeugen, wie wir sie hier ausgewählt haben. Ist das ein Wandler, den ihr habt, oder ist das so ein Doppelkupplungsgetriebe? Nee, Ford setzt auf ein Wandlergetriebe, wie gesagt 8-stufig. Effizient, richtig sportlich, macht ungeheuer Spaß. Ja, Wandler hat natürlich den Vorteil verschleißfrei. Gut, das andere läuft auch im Ölbad, so ist es nicht. Aber man kann damit im Anhängerbetrieb natürlich viel ziehen. Ist das Thema Anhängerbetrieb ein Problem mittlerweile? Denn ich sag mal, immer mehr sportliche Autos mit CO2 und so weiter, die können nicht mehr so viel ziehen. Wie ist es hier? Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das versteht mit dem Hängerbetrieb. Ab gewissen Kilogrammzahlen wird es schwierig, aber bis zu 2 Tonnen können wir in aller Regel, sei es dann mit dem Kuga oder ein bisschen weniger, auch hier mit dem Focus bedienen. So, man sieht hier vorne, drahtlos laden geht. Geht, ich habe mein Handy einfach dabei, lege es hier vorne rein und schon wird dann angezeigt, hier oben, ob das Laden stattfindet. Ja, schön auch so eine Carbon-Optik, die hier so drin ist hier vorne. Alles ist schön angedeutet. Ich habe auch die entsprechenden Halter, die Becherhalter. Eigentlich ein sehr, sehr unauffälliges Fahrzeug. Das heißt, wenn ich sportlich unterwegs sein möchte, etwas höher ist schon fast ein Understatement, so ein Focus, oder? Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn ich den Wagen einfach in schwarz oder in dunkelgrau wähle, dann habe ich einen Wolf im Schafspelz. Ich sehe die Sportlichkeit gar nicht, aber ich sehe ja letztendlich auch nicht, was unter der Haube steckt. Kann ja ein ST sein. Könnte ein ST sein. So, Philipp, bleib mal kurz sitzen, ich komme mal zu dir. Denn die ganze Sache macht es ein bisschen einfacher, wenn ich mal zu ihm komme. Dann zeigen wir mal den Tacho, denn auch der Tacho ist teilweise digital. In dem Fall ist er jetzt nur in Anführungsstrichen teilweise digital. Ich bekomme aber mittlerweile auch beim Focus das voll digitale Cockpit, wie wir es teilweise aus dem Puma, aus dem Kuga kennen, dass ich hier vorne nur noch einen großen Bildschirm habe. Ja, der Bildschirm in der Mitte, der ist natürlich auch riesig. DAB Plus ist das Thema, CarPlay kein Problem. Und was Schönes, ich habe eine Klimaautomatik für 2 Zonen. Richtig. Wenn es der Fahrer kälter oder wärmer möchte als der Beifahrer, dann kann ich das einfach einstellen. Das Auto regelt danach. So, und das wäre dann mein Arbeitsplatz. Auf Wunsch natürlich auch mit einem etwas höherwertigen Soundsystem. Ist das möglich? Richtig, wir haben ein Bang & Olufsen Soundsystem verfügbar mit 575 Watt und tollem Sound. Multifunktionslenkrad mit drin. Ist das ist auch verstellbar? Das ist verstellbar. Viele Kunden setzen sich rein und verstellen hoch runter. Was aber noch viel wichtiger, je nachdem für die Sitzposition sein kann, ist auch das Rein und Raus. Ich kann es zu mir holen und wieder von mir weg anpassen, sodass für jeden auch die passende Sitzposition dabei ist. Sehr schön. Mach mal vorne auf, bitte. Gucken wir uns nochmal das Herzstück an des Motors. Bei dem ST-Line, dem 5-türigen EcoBoost. Und wir sprechen hier über 4,2 Liter. Ich meine, du machst den Job jetzt schon einige Jahre. Die Verbräuche, die sinken wirklich in einen Bereich, wo man sich denkt, ist das überhaupt noch zu schaffen, 4,2 Liter? Aber tatsächlich, ihr habt Kunden, ihr fahrt die sogar selber Probe. Genau, wir haben schon öfter Verbrauchstestfahrten durchgeführt mit unseren Kunden, wo wir diese Motoren auch wirklich getestet haben. Das ist alles erreichbar. Das ist sogar zu unterbieten, wenn man es drauf anlegt. Die Frage ist immer, ob man es denn will oder ob man dann lieber einfach sportlicher und ein bisschen dynamischer unterwegs sein möchte. Ja, es gibt auch viele Dinge wie Luftdruck. Ihr habt sogar teilweise so Wettbewerbe, wo die Leute, ich sag mal, das sogar einreichen können bei euch? Ja, wir haben bei den angesprochenen Testfahrten dann wirklich darauf geachtet, was für einen Luftdruck haben die Reifen, dass ich die Klima aus habe, dass ich so wenig Elektronik nutze eventuell, wie es einfach nötig ist. Das sind alles Faktoren, dass ich noch spritsparender und effizienter unterwegs sein kann. Ja, du selbst fährst hier in Puma, du bist auch sportlich unterwegs. Du hast mir erzählt, man kann so ein Auto auch sportlich fahren mit einer 5 oder einer 6. Was ist da? Ich selber fahre das Auto nur auf der Kurzstrecke. Ich wohne direkt hier nebenan, neben der Firma. 1,5 Kilometer ist mein Arbeitsweg nur und den fahre ich zügig. Dann brauche ich einfach nur mal eine 5 vorm Komma.
Also ich sag mal so um die 6 Liter, auch bei sportlicher Fahrweise ist so das Maximum, aber ich kann es auch mit 4 fahren. Richtig. Also 4X. Ich hatte noch nie eine 7 vorm Komma stehen, egal wie zügig ich unterwegs war. Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun. Das ist mir aufgefallen, als ich vor 2 Jahren den ersten Audi bekam. Ich habe was habe ich bekommen? Einen A4 Avant. Bin den gefahren und Vollgasfahrt auf der Autobahn. Ich habe das Ding nicht über 7 Liter bekommen und habe mich schon gewundert, weil normalerweise Benziner, wenn man die tritt, die gehen dann nach oben. Also selbst auf der Autobahn, ich kann ihn treten, er wird jetzt nicht explodieren. Nee, also ich bekomme es hin bei einem Focus, wenn ich jetzt auf einen 1,5er Benziner gehe oder auf den ST gehe, da kann ich meinen Verbrauch auch gern erhöhen, wenn ich es denn forcieren will, aber notwendig ist es letztendlich nicht. So, noch ein kleiner Blick in die Vignale-Ausstattung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich nehme an, das sind jetzt Lagerfahrzeuge, die habt ihr schon schön ausgestattet? Die haben wir toll ausgestattet. Hier haben wir jetzt das Pech. Ich muss mir einen Schlüssel erst geben lassen von der Kollegin, vom Kollegen. So, ich mache das mal ganz kurz. Ich warte mal kurz auf dich. Ich gehe mal kurz drum rum, dass wir das mal sehen. Vignale, ein neues Konzept, gibt es seit einigen Jahren von Ford. Und wir gucken mal ganz kurz rein. Das sind speziell ausgestattete Fahrzeuge, die, ich sag mal, ihresgleichen suchen, bei dem ich wirklich alles nochmal wählen kann. Die Lederfarbe oder noch diverse Details in der Ausstattung. Und es heißt Vignale. Wir gucken uns das gleich mal an. Das war jetzt sehr überraschend für den Philipp, aber ich habe gedacht, komm, wenn wir es schon mal angesprochen haben, gucken wir mal ganz kurz rein. In dem Fall in Grau. Und das Grau, muss man sagen, Philipp, das steht dem Auto wirklich gigantisch. Ist auch gemein, ihr habt ihn nochmal in Spotlights gesetzt. Ja, hat das Grau aber nicht nötig. Es ist absolut beliebt, ein absoluter Bestseller. Es ist auch toll für den Alltag, was die Schmutzresistenz betrifft. Aber dort, wo das Licht drauf fällt, habe ich in klasse Schimmern eine richtig tolle Optik. Also ich habe das Gefühl, schwarz ist am schlimmsten, oder? Wenn es darum geht, irgendwas zu sehen. Weiß geht so, grau ist, glaube ich, total unkritisch, neben Silber. Weiß geht besser, als viele Leute denken, das stimmt. Schwarz ist so eine Farbe, die sieht unheimlich toll aus, wenn er sauber ist, aber man muss sich immer fragen, wie lang bleibt er denn sauber, wie schnell sehe ich wieder den Schmutz. Ich habe einen schwarzen VW-Bus, 3-4 Tage, dann habe ich so den Drang, er muss wieder zurück in die Waschanlage, aber das guck mal, hier wieder schimmert. Genau, das hat dieses Grau nicht. Das kann draußen bei uns auf dem Hof gern mal einige Tage neben einem weißen Fahrzeug stehen, neben einem schwarzen. Komme ich nach ein paar Tagen wieder, sieht der immer noch sauber aus, auch wenn das nicht ist. Sehr schön, ja. Wenn du mir mal kurz die Tür öffnest, ich bin mal sehr gespannt. Das ist jetzt ein Kombi, aber auch die Linie von dem Kombi. Das heißt, ich bekomme den Focus ja auch als ST-Line, als Kombi. Ist das möglich? Richtig. Ich kann die ST-Line, ich kann die Vignale, ich kann die anderen Ausstattungslinien wahlweise als 5-Türer-Version mit dem knackigen Heck, als auch als Kombi kriegen. So, hier sieht man schon schön. Da ist hier sogar oben, das Dashboard ist beledert und Holz. Richtig, ich habe bei den Applikationen eine edlere Optik mit drin. Ich habe aber das komplette Armaturenbrett beledert und eine richtig, richtig tolle Volllederpolsterung bei der Bestuhlung. Ja, nicht jeder Ford-Händler ist ja auch gleichzeitig Vignale-Händler. Das heißt also, nicht jeder hat da, ich sag mal, die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu verkaufen. Hierbei sehe ich zum Beispiel, allein schon, wenn man hier jetzt die Nase reinsteckt, es riecht nach Leder. Richtig, also ich habe ein absolutes Premium-Gefühl. Ich fühle mich in dem Fahrzeug wirklich, als wäre ich eine Klasse drüber. Und wir sind stolz und glücklich, dass wir das Vignale ebenso im Angebot haben. Ja, man kann unglaublich viel wählen. Auch dann wird natürlich der Verkäufer umso wichtiger, denn es gibt nichts Schlimmeres, als ein Fahrzeug zu konfigurieren und man hat am Schluss was vergessen. Da gibt es natürlich mehrere Teams, die gucken bei euch nochmal drauf, ob das Sinn macht, was der Kunde bestellt hat, wie zum Beispiel keine Sitzheizung. Das geht theoretisch oder geht nicht? Beim Vignale müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachschlagen, nochmal gucken, ob ich den überhaupt ohne Sitzheizung bekomme, wenn ich es denn will. Aber du hast schon recht, wir müssen natürlich immer mit dem Kunden gemeinsam arbeiten und schauen, was ist wichtig, was sind die Ansprüche, darauf müssen wir eingehen. Ganz schlimm ist nämlich bei uns passiert, bei einem Firmenwagen, da war die Sitzheizung nicht dabei, irgendjemand hat das Kreuzchen nicht gemacht, an einem Mittelklassewagen, ja, kannst dir vorstellen, was das für einen Wiederverkauf bedeutet, die muss der Händler erstmal nachrüsten, bevor er es verkauft kriegt. Richtig, die Fahrzeuge, je nachdem, ob ich dann ein Leasingmodell, ein Finanzierungsmodell habe, sind natürlich versehen mit einer Rückgabeoption. Nach 3-4 Jahren können Sie das Auto an uns einfach wieder abgeben und dann ist es für uns natürlich auch umso besser, je besser die Ausstattung ist. Jetzt sag mal, der Kombi ist tot oder ist das nur noch der SUV, der zählt heutzutage oder es lebe der Kombi?
Ach, ich weiß nicht, ob das zwingend so stimmt. Aufs ganze Land gesehen ist der SUV natürlich riesig am Boomen, nimmt auch Kundschaft beim Kombi weg. Aber unser Fokus Tournier, wie Ford dann dazu sagt, verkauft sich eigentlich blendend. Straßenlage ist schon was anderes, muss man sagen. Der liegt schon tiefer auf dem Feld. Das Fahren, gerade auch über Autobahnen. Ich bin jetzt mit so einem Fahrzeug in meinen letzten Urlaub vor Monaten in die Alpen gefahren. Das macht richtig Spaß. Der fährt sich super angenehm. Und der Platz hinten, den kann ich dir gerne nochmal zeigen, der ist auch bombastisch. Ja, Listenneupreis 38.000, 33.800. Ist das hier ein gern genommener Firmenwagen? Der Focus Kombi, mit dem bedienen wir wirklich viele Firmen, viele Flotten, einfach weil ich ein tolles Fahren habe und eben diesen Platz. Ja, das heißt, man kriegt auch entsprechende Samples rein, wenn ich im Außendienst bin, oder ich kriege auch hier mal einen riesen Kinderwagen rein. Du selbst hast schon Kinder? Nein, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben. Schauen wir mal. Genau, Philipp, wenn du dich mal kurz reinsetzt mit dem hinten drauf einfach mal rein, genau, dass man ungefähr mal sieht, wie tief dieser Kofferraum ist. Denn der Philipp ist nämlich daneben und der geht so gefühlt so 1,20 Meter nach innen, allein schon ohne Umklappen. Allein die Fläche, die ich hier ohne Umklappen zur Verfügung habe, ist gigantisch. Da sind wir fast auf dem Niveau von unserem Mondeo und können wirklich Ladewünsche ohne Ende bedienen. Genau, wenn du so nett bist, hier mal hochmachst. Auch hier gibt es ein Ladesystem, ein bisschen anders wie drüben. Das stimmt. Ich habe einerseits hier den tollen flachen Boden, keine Kante nach hinten zu heben, keine nach vorne, falls ich umklappe. Unten drunter aber kann ich noch ein wenig organisieren. Toll, das heißt Sachen, die mir sonst rumfliegen, die kann ich also einfach fixieren. Ach, das ist beweglich. Das kann ich einerseits hier hinten montieren, falls ich hier eine Abtrennung möchte. Ich habe aber auch hier vorne nochmal die Möglichkeit, das einfach eins weiter reinzusetzen. Und oder so kann ich dann verschiedene Sachen zur Not. Oder ganz raus. Und so kann ich abtrennen, kann verschiedene Sachen transportieren. Was noch cool ist, was ich dir noch zeigen würde, ist die Hutablage. Ja. Denn bei super vielen Autos fliegt die ja raus, falls sie behindern sollte. Und dann kann ich sie nirgends mitnehmen. Dann liegt sie in der Garage rum und geht schlimmstenfalls verloren. Beim Focus geht das mit einem Handgriff und ich kann sie hier unten platzieren, mitführen. Ach, die hat ja einen Platz. Die hat ihren Platz hier unten. Ich habe sie dabei, ich verliere sie nicht. Und eigentlich sehe ich sie auch nicht mehr. So, wenn du jetzt mal so lieb bist, nochmal umklappst, dann sieht man das wahre Vermögen fast wie ein VW-Bus. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber ich habe richtig viel Platz. Und macht's mal kurz. Denn die Kopfstütze war ein bisschen drin und jetzt kann ich ja bequem, könnte ich jetzt im Camping auch notcampen, oder? Gibt tatsächlich Kunden. Gibt Leute, die hier eine kleine, dünne Matratze reinlegen und auch hier und da am Wochenende mal verreisen und drin schlafen. Ja, sehr schön. Ja, wir sind bei Sorg. Philipp, du bist schon wie lange hier? Ich habe hier gelernt im Haus. Ich bin seit 2013 hier, bin im Verkauf seit 2017 und eigentlich sehr froh mit dieser Entscheidung. Ja, Leute kommen aus ganz Deutschland hierher. Ihr seid einer der ganz großen Ford-Händler. Kann man ruhig sagen, was auch die Stückzahlen angeht. Bei Nugget einer der größten überhaupt der Welt. Und wie kam das? Wieso kommen die Leute alle nach Fulda? Ist das, weil das so zentral liegt? Das könnte natürlich eine Stärke sein. Wir sind in der Mitte des Landes, in der Mitte von Hessen und wir sind natürlich auch übers Internet deutschlandweit aktiv. Wir verkaufen die Autos im ganzen Land. Beim Nugget, den du angesprochen hast, teilweise sogar über die Landesgrenzen hinaus. Ja, stark ist, ihr habt eine wandernde Ausstellung. Ich muss auf keine IAA gehen. Ihr habt fast jedes Auto da zum Reinsetzen, zum Zeigen. Wie ist mit Probefahrten? Wie läuft das? Wir haben alle Autos da. Wir wollen die zeigen können. Probefahrten wollen wir nach Möglichkeit natürlich gerne bieten. Da ist es hier und da besser, vorher kurz anzufragen, ist so ein Auto verfügbar, kann man einen Termin einrichten für die Probefahrt zum Testen. Man sollte Probe fahren, oder? Definitiv. Unsere Autos sprechen für sich. 1000 Worte können die Probefahrt nicht ersetzen. Die überzeugt von selbst, von allein. Sehr schön. Ja, Philipp, sag mal deinen ganzen Namen. Philipp Hölzer vom Autohaus Sorg. Deine Rufnummer? Meine Telefonnummer ist die 0661 495060. Ja, das Schöne ist, man darf dich sogar anrufen. Du bist doch kein Schauspieler, du arbeitest wirklich hier. Ich arbeite wirklich hier. Wenn ich Schauspieler wäre, dann würde ich das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen besser präsentieren. Hey, machst es gut. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank, Philipp. Wir drehen im Dezember 2020 ja bei der Firma Sorg in Fulda und ich bin schon ganz angetan. Der Vignale oder der ST. Ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, du würdest mich jetzt fragen, ich wüsste es nicht. Also ich wäre wahrscheinlich eher der Fan vom Kombi Vignale. Das wäre so mein Typ. Aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Das stimmt. Ich würde dann den ST nehmen und dann sind wir beide versorgt.
Gemein, das stimmt, zum Älter. Na ja, gut, aber ist unübersehbar. Du bist knapp halb so alt wie ich. Und ja, der ST, das heißt, ihr habt für alles was. Vielen Dank erstmal an dich, Philipp. Und im Prinzip erste Videosession, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Es ist ein bisschen unangenehm, aber je länger man es macht, man kommt immer besser rein. Unangenehm. Ja, aber vielen lieben Dank für deine Hilfe. Sehr gerne, Philipp. Tschüss.